Hallo liebe Hausbauhelden! Was sind eigentlich die Vorteile eines echten Holzhauses und was heißt das überhaupt? In dieser Haustour zeigen wir euch ein ganz individuell geplantes Kundenhaus von Stommelhaus, ein Bungalow für Best-Ager, und erklären euch, welche Vorteile die wirklich individuelle Planbarkeit bringt und was das Wohnklima in einem Massivholzhaus so besonders macht. Also kommt mit! Wir haben hier ein nur 503 Quadratmeter großes Grundstück, auf dem 108 Quadratmeter Wohnfläche realisiert wurden. Damit ist das Grundstück perfekt und komplett ausgenutzt, was die überbaubare Fläche angeht. Der Bungalow hat Maße von 15,85 Meter mal 9,95 Meter. Da sind jetzt alle Vor- und Rücksprünge mit eingerechnet. Der Dachstuhl hat eine Neigung von 18 Grad. Das ist ein Satteldach mit 60 Zentimeter Dachüberständen. Die Traufhöhen sind auf beiden Seiten etwas unterschiedlich. Warum das so ist, erkläre ich euch nachher drinnen. Da sieht man es nämlich. Und wir haben auf dem Dach eine ganz klassische Frankfurter Pfanne. Das ist ein sehr robuster Betondachstein. Erstmal ein bisschen was zum Thema Wandaufbau und konstruktiver Holzschutz, was bei so einem Holzhaus ganz, ganz wichtig ist. Wir haben hier jetzt tatsächlich eine Konstruktion, die außen und teilweise auch innen mit einer 50 mm starken Blockbohle gemacht ist. Das ist Massivholz, das ist eine skandinavische Fichte, die sehr, sehr langsam gewachsen und deshalb sehr wetterbeständig ist. Außerdem ist es eine kerngetrennte Bohle, das heißt also, dass die in der Mitte aufgeschnitten, die Außenflächen nach außen gedreht werden. Hinten sind nochmal so Spannungsschnitte drin, sodass man eine absolut verzugsteife Bohle hat, die also wirklich sehr wetterbeständig ist. Das heißt, die ist jetzt hier mit einer Vergrauungslasur gestrichen. Wenn euch Farbnummern interessieren, nur schon mal vorweg, oder Fliesenmuster, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann kann ich euch das auch sagen. Die wird natürlich je nach Wetterseite unterschiedlich leicht verwittern. Das ist in dem Fall gewollt. Im Moment sieht das alles noch sehr schön aus. Das Haus ist 2022 bezogen worden, steht also schon eine Weile. Wir haben ansonsten hier Holzfenster, auch in Fichte. Die sind in weiß deckend gestrichen. Der Bauherr hat mir gesagt, ganz wichtig, wenn ihr weiß benutzt, nehmt Verkehrsweiß. Das gibt es nämlich dann von allen Herstellern und allen Produkten. Das heißt Fensterbänke, irgendwelche Führungsschienen und auch Sachen im Inneren wie Schalter und Zubehör und Fußleisten gibt es in Verkehrsweiß, sodass man nicht Probleme mit unterschiedlichen Weißtönen bekommt. Weiße Holzfenster, würde man jetzt vielleicht denken, muss man ständig nachstreichen. Tatsächlich gibt es hier bei dem Hersteller schon jahrelange Erfahrung. Das ist natürlich ein sehr hochwertiges Fenster, auch in Fichte, wenn es weiß deckend gestrichen ist und wenn dann große Dachüberstände da sind, funktioniert es tatsächlich. Er rechnet nicht damit, in den nächsten 15 Jahren die Fenster nachstreichen zu müssen. Wir haben hier dann nochmal so eine Abschlussbohle, die ist jetzt in dem Fall auch weiß gestrichen. Das hätte man natürlich auch in Grau machen können. Ansonsten taucht hier nur noch Anthrazit auf, der berühmte Rallton 7016 für die Dachrinnen. Und konstruktiver Holzschutz heißt natürlich nicht nur Dachüberstände mit Schlagregenschutz für die Fassade, in dem Fall übrigens mit so einem Nut- und Federbrett gemacht, das auch weiß gestrichen ist, weiße sichtbare Sparrenköpfe, sondern heißt eben auch, dass die Fassade gut geschützt wird vor Spritzwasser. Das ist jetzt hier diese Aluleiste, die von unten vor Spritzwasser schützt. Hier eben auch das Abführen des Wassers von der Fassade garantiert, eine Tropfkante hat. Und der Bauherr sagte mir, man kann diese Bohlen, obwohl es jetzt keine hinterlüftete Fassade, sondern eine massiv verschraubte Bohle ist, auch einzeln austauschen, wenn wirklich mal was sein sollte. Das ist ein Nut- und Federsystem, das ist unsichtbar verschraubt hinter dieser Feder. Das heißt, das sind richtig lange Schrauben drin.
Innen gibt es übrigens überall eine Installationsebene, was natürlich erstens nochmal ein bisschen Dämmung bringt und zweitens auch sehr gut ist, um eben die Elektroinstallation entsprechend unterzukriegen. Hier ist jetzt mit Mineralwolle gedämmt. Der Hersteller bietet auf Wunsch auch so eine Naturhanfdämmung an. Und wo wir gerade beim Thema Holz und Holzschutz sind, möchte ich euch eine kurze Exkursion hier an den Zaun zeigen. Das kommt auch vorne auf der Veranda nochmal zum Einsatz. Auch das ist Fichtenholz, eine nordische Art, die mit Salz und hohem Druck wetterbeständig gemacht worden ist. Das heißt, die wird dann so hell wie ganz stark ausgebleichtes Holz. Die bleibt dann aber auch so, fühlt sich sehr, sehr schön an und kann eben unbehandelt und ungestrichen so im Außenbereich auch verwendet werden. Bei der Terrasse hat man sich für einen Betonstein entschieden, aus Kostengründen. Der fühlt sich schön an, ist auch so ein bisschen porös, der wird nicht glatt, wenn er nass ist, aber, sagte mir der Bauherr, der kommt wieder weg. Der ist total empfindlich, wenn einem da mal eine Bratwurst oder ein Glas Rotwein runterfällt, dann gibt es da Flecken, die man nicht mehr rauskriegt. Also das wird nochmal geändert, das ist nicht so praktisch und pflegeleicht, wie man sich das gewünscht hätte. Diese eingezogene Terrasse ist 22 Quadratmeter groß, ist ein echtes Outdoor-Wohnzimmer. Weil das Ganze nach Süden orientiert ist, ist dieser feststehende Sonnenschutz natürlich super wichtig. Denn im Sommer wird man vor der hochstehenden Sonne geschützt und im Winter sitzt man hier, wenn die Sonne tief steht, wunderbar hinten bis nach hinten hin in der Sonne. Und es gibt hier noch so einen kleinen Windschutz, das finde ich ganz praktisch, den kann man hier einhängen, weil hier auf dem Land pfeift schon auch mal der Wind ganz schön durch. Und diese eingezogene Terrasse bietet natürlich nicht nur Schutz für die Möbel, die da stehen, sondern natürlich auch Schlagregenschutz für diese großen Türen. Das schauen wir uns aber gleich an. Hier an der Seite sehen wir schon, es gibt besondere Brüstungshöhen und besondere Fenstergrößen. Der Bauherr sagt, er hat da einen inneren Monk, dass irgendwie Maße genau stimmen müssen, dass Glasflächen quadratisch sein müssen und sich die Öffnungsgrößen der Fenster, die normalerweise sich nach den Rahmen richten, eben ganz individuell, zentimetergenau er sich hat planen lassen, dass es für ihn passt. Von innen sage ich euch noch was zu den Größen. Hier sieht man schon, gibt es eine Besonderheit, nämlich 4 quadratische Fenster, wo die Scheibe quadratisch ist. Und zwar 50 mal 50 Zentimeter, weil er gesagt hat, im Standard gibt es immer nur Fenster, wo die Flügel quadratisch sind. Aber das, was ich optisch wahrnehme, ist eigentlich die Glasfläche. Und dann hat er also wirklich das so geplant, dass diese Rohbaumaße für die Fensteröffnung sich orientiert haben an den Glasmaßen, die er haben wollte. Es gibt aber auch noch andere sehr individuelle Punkte. Zum Beispiel der Sitz der Firstfette, das werde ich euch gleich drin zeigen. Der musste ganz, ganz fein austariert werden, damit das mit dem Grundriss passt. Und deshalb haben wir 20 cm Unterschied in der Traufhöhe. Das sieht man tatsächlich so nicht, weil man von der Seite im Prinzip praktisch nicht drauf guckt und von vorne durch diese Vor- und Rücksprünge das Ganze sowieso ein bisschen anders aussieht. Hier gibt es einen Vorsprung, dahinter verbirgt sich ein Arbeitszimmer, da braucht man einfach ein bisschen mehr Platz. Außerdem entsteht dadurch ein geschützter Eingangsbereich und das Ganze hat noch einen konstruktiven Hintergrund. Die Länge von so einer Massivholzbohle in der Fassade kann maximal etwa 13 Meter sein. Wenn es dann länger wird, muss es da eben einen Stoß geben und diese Stoßfuge wollte er jetzt nicht irgendwo haben. Er sagt, wenn man jetzt mit diesen Vor- und Rücksprüngen plant, hat man das Problem nicht, dass man irgendwo diese senkrechte Fuge in der Fassade hat. Das ist aber auch eine sehr, sehr schöne Lösung hier. Denn ein weiterer Wunsch des Bauherrn war schon immer, so eine Eingangsveranda zu haben, wo man eben sitzen und mit Nachbarn, wenn man möchte, plaudern kann, wenn die vorbeikommen. Hier sieht man jetzt schon wieder, ist auch auf dem Boden diese Satyr-Fichte oder Fichte-Satyr, so heißt das. Ganz nett ist auch hier oben im Dachüberstand eine Steckdose und ein Haken. Da hängt dann im Winter der Weihnachtsstern, der beleuchtete. Also an alles gedacht, was die Außenanschlüsse angeht. Es gibt auch vorne und hinten einen Außenwasserhahn und Außensteckdosen. Hier sieht man, ist ein fester Stromanschluss drin. Da hat er tatsächlich gesagt, hat er nicht dran gedacht, dass er hier vorne ein Licht haben möchte, das dann eben auch unabhängig immer brennt. Aber
Die Steckdose war ja da. Ihr seht schon, es ist ein Hanggrundstück. Es gibt hier einen ebenfalls vom Hersteller gelieferten Carport. Da ist hinten nochmal ein 9 Quadratmeter großer Werkstatt- und Abstellraum für Gartengeräte dran. Auch das war planerisch ganz, ganz schwierig, mit diesem Höhenversatz dann das hinzubekommen. Die Kellerdecke, die aus Beton ist, die hört ja dann da auf, die muss gedämmt sein. Dann muss die Dämmung hier vorgezogen werden und dann hat man es eben nicht anders hingekriegt, als dass man hier 2 Stützen hat. Verzichtet auf eine Stütze hat man allerdings hier. Hier wäre ursprünglich in der Planung auch eine gewesen, sagt er, die will ich ja hier nicht haben. Und deshalb wurde hier nachträglich diese Fußpfette etwas erhöht, sodass die hier durchlaufen kann und eben keine zusätzliche Stütze an der Stelle gebraucht wird. Im Innenbereich gibt es eine Stelle, da hat man extra eine zusätzliche Stütze reingestellt, weil man die Firstfette nämlich nicht so hoch haben wollte. Und wie es da drin aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Stufenfreier Eingang ins Haus ergibt sich übrigens auch nicht von selbst. Der muss wirklich minutiös geplant sein. In dem Fall ist dieser weite Dachvorsprung, das ist 1,30 dieser Vorsprung, bis Dachvorderkante 1,90, halt auch ein Schlagregenschutz, sodass hier nichts passieren kann. Hier ist jetzt da vorne draußen schon die Schmutzfangmatte eingelassen, was ich sehr, sehr schön finde. Dann hat man hier die ganz flache Schwelle, die entsprechend abgedichtet ist. Und wenn das so geplant ist, funktioniert es auch. Die Haustür bekommt auch keinen Schlagregen ab, sodass auch hier das weiß gestrichene Holz nicht leiden sollte. Jetzt sind wir schon im Flur, der etwa 11,4 Quadratmeter Fläche hat. Da geht es hier nachher noch um die Ecke in die Privaträume. Auf dem Boden ist hier wie überall, bis auf ganz wenige Ausnahmen, eine sehr schöne lange Landhausdiele in Wildeiche, grau geölt. Das gibt eine sehr, sehr schöne, so leicht abgetönte Holzfarbe. Und an den Wänden haben wir jetzt in diesem Bereich innen keine sichtbare Bohle, sondern die andere mögliche Variante, da ist eben die Installationsebene, dann kommt da auch Fermacell, das ist dann Q3 gespachtelt, also die etwas aufwendigere, dafür sehr glatte Spachtelung, und dann ist da Malervlies drauf, der gestrichen ist mit einer mineralischen Farbe. Das Ganze ist wohngesund, diffusionsoffen und verkehrsweiß, damit es zu allem passt. Unter anderem beispielsweise die Fußleisten, da kann man dann eben auf Standardprodukte zurückgreifen, weil dieser Farbton wirklich eigentlich von jedem Hersteller bedient wird. Von der Raumhöhe sehen wir jetzt hier schon, wir haben fast überall dachgleich Decke, das heißt firsthochoffene Räume, haben wir hier eine lichte Raumhöhe bis Unterkante Holz von etwa 2,90 Meter. Oben unter der Firstfette sind es dann 4,10 Meter. Und was ihr vielleicht jetzt da oben gerade noch sehen könnt, was man außen auch schon gesehen hat, ist dieser Lichtkamin. Der bringt wirklich das Tageslicht hier rein. Da ist kein Stromanschluss drin, weil sonst dieser innenliegende Flur ein bisschen dunkel geworden wäre. Genau dieses Produkt gibt es wohl leider nicht mehr. Ein Dachflächenfenster, sagte der Bauherr, war für ihn keine Option. Das hätte man ja putzen müssen, da kommt man nicht dran. Das Ding ist natürlich absolut wartungsfrei. Es gab wohl bisher auch noch nie Probleme, dass da irgendwas drin liegt oder Kondenswasser anfällt. Aber da muss man eben leider gucken, sowas ist standardmäßig jetzt nicht mehr zu haben. Hier sehen wir jetzt gleich, wenn wir rumkommen, dass diese Firstfette nicht genau in der Mitte läuft. Das hat damit zu tun, dass dieses Grundstück ja genau ausgemessen werden musste oder ausgenutzt werden musste und der Bauherr sehr genaue Vorstellungen hatte, was die Grundrissaufteilung angeht. Also hier wurden monatelang in eigener Planung Wände um Zentimeter verschoben, Höhen angepasst, damit zum Beispiel
diese Stütze hier genau an der Stelle steht. Hier ist dann auch noch mal eine drin, sonst wäre diese Firstfette da oben einfach sehr, sehr hoch geworden, wenn da keine Stützen gestanden hätten. Aber es war eben auch wichtig, dass genau diese Nischen entstehen, hier die 40 cm Tiefe, dass man eben von da nicht auf diesen Schrank drauf guckt und dass diese Stütze hier eine optische Gliederung zwischen der Wohnküche und dem Wohnbereich schafft. Das war also wirklich Zentimeterplanung und deshalb ist eben hier die Traufhöhe auch 20 cm höher als auf der anderen Seite. Das heißt, jedes Wandelement ist wirklich individuell einzeln und ohne festes Rastermaß gebaut. Und das ist natürlich tatsächlich nicht überall möglich, aber hier war es kein Problem. Hier sehen wir jetzt gleich schon die Besonderheit, nämlich das Holz innen. Das ist im Prinzip von den Maßen und vom Material die gleiche Bohle wie außen, auch wieder 50 mm. Das heißt, es ist kein Brett, sondern wirklich eine Vollholzbohle. Und die ist jetzt hier mit einer UV-Schutzlasur gestrichen, wie übrigens auch der komplette Sichtdachstuhl, damit es eben nicht so honiggelb wird. Es gibt nachher im Technikraum einen Bereich, der nicht gestrichen ist. Da kann ich euch mal den Unterschied zeigen. Und der Bauherr sagte mir, sie haben ein paar Sachen selber gemacht, unter anderem das Parkett verlegt und darunter die Dämmung für die Fußbodenheizung. Aber dieses Streichen mit der UV-Schutzlasur niemals selber machen. Die ist wohl sehr schwierig zu streichen. Da sieht man jeden Pinselstrich hinterher. Beim Aufstreichen nicht, sondern wenn sie aufgetrocknet ist, dann sieht man, wenn es irgendwo einen Ansatz gibt, wenn irgendwo was doppelt ist. Wir haben schon Leute gesehen, die versucht haben, das selber zu machen. Das wird mit der Zeit immer schlimmer und fleckiger. Das ist wirklich echte Maler-Handwerkskunst und er sagte, das kostet auch je nach Größe des Hauses und Flächen 10.000 bis 15.000 Euro. Dann muss ja hier auch ein Gerüst innen aufgestellt werden, dass der überall drankommt, dass der schnell arbeitet, dass der gleichmäßig arbeitet. Aber das lohnt sich auf jeden Fall und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Tipp. Die Küche sind 22,4 Quadratmeter. Auch hier haben wir wieder die tolle Raumhöhe und diese wunderschönen, die sichtbare Balkendecke. Dieses Fenster, in Anführungsstrichen, geht übrigens zum dahinterliegenden Arbeitszimmer und war auch ein Planungstrick. Erstens, um natürlich Licht hier nochmal ein bisschen Spiel zu haben, aber auch, um diese riesen Holzwand ein bisschen aufzubrechen, ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen. Das sind 3,5 Meter mal 55 Zentimeter. Da ist einfach eine Festverglasung drin. Hat den Vorteil, dass man auch vom Gästezimmer diese wunderschöne Konstruktion hier oben sehen kann. Und das nächste ist, was euch vielleicht auffällt, es gibt hier eine Licht- und Beleuchtungsplanung, die übrigens mit diesen sehr schönen selbstgebauten Leuchten, das sind einfach Obstkisten mit so einem kleinen Ding drin, die sitzen unterschiedlich hoch und das ist bewusst. Der Bauherr sagte, er kommt hier rein, hat erstens diese Perspektive und im Raum bewegt er sich nach unten. Also hier kommen die Bereiche, wo man sitzt und dann möchte er die Lampe auf der Höhe haben, dass er sie im Sitzen gut sehen kann und die auf der Höhe, dass man sie im Stehen gut sehen kann. Weiteres Thema ist, wenn ihr so eine Dachschräge habt, ist auch das Aufhängen von Leuchten nicht ganz trivial. Das sind tatsächlich keine teuren Designerleuchten, sondern es ist eine selbstgebaute Lösung aus einem relativ günstigen Produkt. Dann muss man da oben an diesem Baldachin ein bisschen basteln und ich finde die Idee, dann dieses lange Kabel, dieses stoffumwickelte, einfach durch so zwei Ösen zu führen, um hier wieder die eine Höhe hinzukriegen. Ganz schön. Wir haben schon ganz schreckliche Lösungen gesehen mit schräg abgeschnittenen Baldachinen und was weiß ich und Abdeckkappen. Also da muss man sich ein bisschen Gedanken machen, wie man das dann hinkriegt. Ansonsten sehen wir, hier gibt es in der Decke noch Einbau bzw. Aufsatzstrahler. Also jetzt in dieser Sichtdeckenkonstruktion sind jetzt eingelassene deckengleiche Strahler nicht möglich, aber diese aufgesetzte Lösung, wenn das eine sehr schlichte ist mit einer schwenkbaren Lichtquelle, finde ich auch sehr, sehr schön. Die Küche ist bewusst schlicht gehalten, unten Anthrazitglas
grau, oben weiß. Und auch hier gibt es eine Besonderheit, sowas passiert nicht von selbst, dass die Höhe dieses Spritzschutzes hier mit diesem Querkämpfer genau gleich verläuft. Das ist kein Zufall, auch das hat der Bauherr minutiös vorher in der Rohbauplanung und in der Küchenplanung schon berücksichtigt. Hier sind nochmal 20 cm zur Arbeitsplatte. Das hat was mit der Optik von außen zu tun, dass man hier nicht ganz runtergegangen ist. Da sagt er, das passte einfach nicht. Dann hat man auch von außen hier diesen Rahmen und diesen Wasserhahn unterhalb. Dann hat man hier nochmal eine feststehende Scheibe, damit man da eben auch Deko stehen lassen kann. Das sind nochmal, also das sind 20 cm, das sind nochmal 30 cm. Und dann kommen diese beiden Öffnungsflügel, die 90 mal 70 cm sind. Und dann passt es hier eben optisch mit der Höhe von diesem Spritzschutz, der aus dem gleichen Material wie die Küchenfronten gemacht ist. Ansonsten gibt es hier auf jeden Fall 6 Steckdosen, habe ich in der Küche gezählt. Das scheint gut hinzukommen. Die Unterschrankbeleuchtung ist da. Wir haben hier Spülmaschine. Was ganz wichtig ist in der Küche und was ich sehr schlau finde, ist so ein Apothekerauszug für die Vorräte. Lieber ein bisschen schmaler planen und 2 oder 1 oder 2 und hoch, denn da kann man eben die Vorräte gut im Blick behalten und hat nicht das Problem, dass man immer den Schrank irgendwie aufmacht und vorne sieht man, was ist und hinten nicht. Hier ist Kühlschrank und Gefrierkombination. Eine ganz nette Ecklösung gibt es hier noch, denn das ist ja auch immer die Frage, wie kruschelt man da rum. Das ist hier so ein schwenkbares Teil, dass man dann so ganz rausfahren kann. Auch da sieht man dann gut, was man drin hat. Finde ich jetzt ehrlich gesagt auch ganz praktisch. Ist keine Raketentechnologie, aber muss man eben einfach auch bedenken. Hier haben wir jetzt die Terrassentür nach draußen auf das Outdoor-Esszimmer. Hier haben wir eine Höhe von 2,15 Meter. Hier ist übrigens die Unterkante von dem Holz bei 2,52 Meter. Das heißt, das war das, was ich euch gesagt habe mit dem Unterschied. Oder waren es 2,72 Meter? Ich gucke es nochmal nach. Und dieser Öffnungsflügel ist bewusst jetzt etwas breiter. Das ist also wirklich ein 1 Meter breiter Flügel. Man hat sich jetzt hier für eine flache und nicht für eine extra flache Schwelle entschieden. Das heißt, es ist jetzt nicht rollstuhlgerecht. Aber wenn die Tür eben so breit ist, kommt man auch gut raus, wenn man zum Beispiel mal ein volles Tablett trägt. Auch die Länge von dieser Wand ist ganz bewusst geplant. Also die Möbel waren sozusagen schon ausgesucht. Das war klar, die Bank ist 1,60 breit. Wir möchten es genauso haben, dass das da nachher platziert ist. Das heißt, es wurde wirklich um jeden Zentimeter in diesem Grundriss gekämpft. Und jetzt schauen wir uns noch das Wohnzimmer an. Das Wohnzimmer sind nochmal 21,7 Quadratmeter. Der Raum hat eine sehr, sehr schöne Proportion, wie ich finde. Wie gesagt, auch hier lichte Raumhöhe bis 4,10 Meter. An der Seite sind es bis Unterkante Holz die 2,55 Meter. In der Küche waren es deshalb die 2,72 Meter. Und hier sehen wir jetzt diese Vierer-Batterie, wo es dem Bauherrn wichtig war, dass die Scheibe quadratisch ist. Das sind jetzt also diese 50 x 50 Scheiben, 4 nebeneinander. Das ganze Fensterelement, also die Öffnung, die Rohbauöffnung sind etwa 2,60 Meter. Die Brüstungshöhe ist hier eben hoch, weil das die Eingangsseite ist. Und was ich ganz nett finde, die Idee, hier hinter dem Sofa nochmal so ein Board laufen zu lassen, das etwas tiefer sitzt. Da kann man nämlich dann erstens Leuchten draufstellen und so Sachen wie Fernbedienung und Gläser abstellen oder irgendwas, was man nicht sieht dahinter, was irgendwie einen ganz schön aufgeräumten Eindruck macht. Wir haben jetzt hier noch ein Fenster, auch mit einem besonderen Format. Hier ist eine Festverglasung, die auch von der Glasscheibe jetzt wieder ein Maß von etwa 1,50 x 1,50 hat. Dieser Flügel ist jetzt die Breite, die die Festverglasung in der Küche hatte, dass man da von außen eben wieder ein wiederkehrendes Maß hat. Brüstungshöhe sind hier 44 cm. Das Ganze soll nämlich noch zum Sitzfenster ausgebaut werden. Sprich, da kann dann noch so ein Sitzrahmen hinterher drumherum kommen, dass man da auch schön sitzen kann. Und hier gibt es jetzt einen Öffnungsflügel, der andersrum aufschlägt. Dann dachte ich erst,
Das ist ja unpraktisch. Also wenn man da jetzt nicht aufpasst, knallt einem das ja hier in die Scheibe. Sagten die Bauherren, gut, kann man machen, wenn man hier ohne Kinder wohnt, dann passiert da nichts. Und das Argument war, sie wollten nicht, wenn das Fenster jetzt andersrum aufschlägt, dass das hier so in den Raum steht. Es war also bewusst so geplant und ich zeige euch jetzt hier auch gerade mal noch, hier sind Fensterfalzlüfter drin. Das Haus braucht keine kontrollierte Lüftungsanlage, weil es eben tatsächlich so viele Holz- oder offenporige Holzflächen gibt, die mit der Raumluft in Verbindung stehen, dass die Raumluftfeuchte gepuffert wird. Das gilt übrigens auch für Küchengerüche und für Schadstoffe. Das haben die Bauherren schon festgestellt, dass es total angenehm hier von der Luft ist. Die Raumluftfeuchte, Sie haben hier Hygrometer stehen, ist eigentlich ganz konstant bei etwa 51-52%. Im Bad gibt es tatsächlich eine Abluft, die braucht man rein rechnerisch. Die läuft aber wohl nie für die feuchte Luft im Bad. Und es gibt noch einen Vorteil von Holz, den erkläre ich und zeige ich euch nachher im Schlafzimmer. Bevor wir jetzt hier in den privaten Bereich reingehen, schauen wir uns um die Ecke noch das Gästezimmer und Büro an, wo regelmäßig Homeoffice gemacht werden kann, aber auch die erwachsenen Kinder mal schlafen, wenn sie da sind. Das ist hier direkt neben der Haustür. Das hat 12 Quadratmeter. Hier haben wir eine Brüstungshöhe von 93 Zentimetern. Das ist im Prinzip eine Standardhöhe. Da sieht man dann schon, zur Eingangsseite wird dann halt oft mit Plissés gearbeitet. Und was ich in dem Zimmer besonders schön finde, ist jetzt von hier die Perspektive durch diese Festverglasung auf diese wunderschöne Holzkonstruktion. Neben einem Schlafsofa zum Ausziehen passt dann hier genau noch ein Arbeitsplatz rein, beziehungsweise hier ein Schrank, denn Stauraum ist ja in einem Bungalow ohne Keller auch immer ein Thema und dann muss man eben achten, dass die Tür hier so sitzt, dass dahinter noch die 60 cm für den Schrank sind. Das hat jetzt hier genau reingepasst und ein bisschen geheimen Stauraum gibt es noch an anderer Stelle und das schauen wir uns jetzt als nächstes an. Hier geradeaus geht es nämlich in den Technik- und Hauswirtschaftsraum. Ursprünglich war hier mal geplant ein separates WC und dann hier die Tür zum Technikraum. Dagegen hat man sich entschieden, weil natürlich der Flur länger gewesen wäre, dieser Raum kleiner gewesen wäre und man gesagt hat, zu zweit brauchen wir eigentlich keine separate Toilette, zumal die andere direkt daneben ist. So haben wir jetzt hier 14 Quadratmeter und durch diese eingezogene Zwischendecke nochmal 6 Quadratmeter Stauraum da oben. Vielleicht ganz kurz was zur Technik. Das ist die Wärmepumpe mit warmem Wasserspeicher. Dann haben wir hier Waschmaschine und Trockner. Dahinter ist die Hauseinführung, der Elektrokasten. Das ist hier alles relativ kompakt untergebracht, sodass es hier nochmal eine kleine Outdoor-Küche Indoor gibt. Wenn Gartenpartys sind, hat man hier eben nochmal eine Küche, wo auch der Boden gefliest ist. Hier steht extra direkt der Kühlschrank neben der Terrassentür, damit dann Gäste auch mal mit dreckigen Schuhen einfach hier reinlaufen und sich ein neues Getränk holen können. Ganz kurz was zum Thema Stromverbrauch. Der Bauherr sagte mir, für Warmwasser, Heizung und Kühlung. Es ist nämlich eine Fußbodenheizung und eine reversible Wärmepumpe, die auch kühlen kann im Sommer, haben Sie etwa Stromkosten von 500 € im Jahr. Das ist wirklich nicht viel. Und das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass man in einem Haus, wo man innen diese Holzflächen hat, durch die Strahlungswärme, die diese etwas wärmeren Oberflächen abgeben, auch keine so hohe Lufttemperatur braucht. Das heißt, man spart jetzt nicht nur Heizenergie, weil man eine sehr gute Dämmung hat, sondern man braucht auch einfach, um sich wohlzufühlen, die Luft nicht so weit hoch zu heizen. Und das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich auch selber bestätigen kann. Es gibt noch einen weiteren Vorteil, den ich euch im Schlafzimmer erzähle. Aber jetzt erstmal hier zu dieser Treppe. Das ist eine ganz normale Bautreppe, die der Hersteller normalerweise für die Baustellen baut. Und die hat man jetzt so weit versucht zusammenzuschieben, dass es erstens hier mit diesem Lichtauslass, den Bewegungsmelder noch klappt. Denn ursprünglich hat man gedacht, man macht hier einfach eine Leiter hin. Aber wenn man mal eine Kiste in diesen Abstellraum tragen will, ist natürlich sowas viel angenehmer. Und jetzt zeige ich euch noch mal, dass man das so hingekriegt hat,
dass man das hier oben eben wirklich ganz gut nutzen kann. Und hier seht ihr übrigens auch den Unterschied zwischen dem Holz, das jetzt nicht behandelt ist mit der UV-Schutzlasur, und dem Holz, das behandelt ist. Das fängt halt jetzt langsam an, so honiggelb und dann eben auch dunkel zu werden, und das andere wird hell bleiben. Und hier oben sind dann wirklich nochmal 6 Quadratmeter für Koffer, Weihnachtsdeko, alles, was man eben so noch braucht und was man ansonsten in so einem Bungalow ohne Keller nicht unterbringt. Bevor wir ins Schlafzimmer gehen, sehe ich hier gerade noch ein Detail. Die Bauherren haben ja den Holzboden selbst verlegt, und zwar fugenlos durchgehend durchs ganze Haus. Und sie sind hier hinten rückwärts verlegend angekommen und haben hier wirklich diesen Abschluss komplett gerade hingekriegt. Das ist natürlich super toll. Jeder Hersteller wird einem empfehlen, den fugen zu lassen. Man hat sich hier bewusst entschieden, es nicht zu machen, weil man einfach auch die Erfahrung hat, dass es so funktioniert. Das heißt also, auch hier ist das Parkett durchgelegt ins Schlafzimmer. Einzige Ausnahme ist das Bad, das zeige ich euch gleich. Und dadurch wird das Ganze sehr einheitlich und sehr großzügig. Das Schlafzimmer hat 14 Quadratmeter und ist genau so geplant, dass hier das reinpasst, was man braucht. Nämlich das Bett, rundherum jeweils 1 Meter Platz, dass man gut drumherum laufen kann. Hier den Platz für einen großen Schrank, also das heißt wieder die 60 cm hinter der Tür. Und ihr seht schon, hier hat man sich jetzt für sehr viel offenes Holz entschieden. Das ist ja einmal die Eigenschaft, dass es irgendwie die Raumluftfeuchte puffert, dass es die Raumluftqualität erhöht. Es riecht wirklich hier total angenehm. Die Luft ist immer sauber, frisch. Durch die höhere Oberflächentemperatur hat man eben auch ein angenehmes Gefühl, wenn die Raumlufttemperatur nicht so hoch ist. Das ist die Sache mit dem Strahlungsaustausch. Und nachweislich beruhigt Holz den Herzschlag. Es gibt Studien in skandinavischen Kindergärten, dass das also wirklich einen Unterschied macht und dass man in so einem Raum mit viel Holz einfach sehr, sehr gut schlafen kann. Hier gibt es dann noch das Schöne, dass man vom Bett aus rausgucken kann in den Garten. Das machen die Bauherren wohl am Wochenende ganz oft, dass sie hier sitzen, Kaffee trinken. Wir haben wieder die 2,15 Meter Höhe. Der Öffnungsflügel ist wieder 1 Meter breit. Also auch groß genug, dass man da wirklich komfortabel rauskommt. Und jetzt schauen wir uns gegenüber noch das Badezimmer an. Bad liegt direkt gegenüber vom Schlafzimmer, und hier gibt es jetzt diese eine Fuge, von der ich euch eben erzählt habe. Das ist hier sehr schön mit Kork gemacht. Ansonsten läuft das Parkett überall durch, weil eben Schlafzimmer kühl und trocken, Bad warm und feucht, da eine durchlaufende Diele vielleicht tatsächlich schwierig geworden wäre. An der Stelle sind wir jetzt auch schon im Bad. Das sind 11,5 Quadratmeter. Auch hier haben wir relativ viele offenporige, sichtbare Holzoberflächen. Klar, macht im Bad total Sinn. Der Bauherr hat gesagt, hier hat er diese Abluft, die da rechnerisch eingebaut werden muss. Die ist noch nie gelaufen. Hier ist die Luftfeuchtigkeit trotzdem immer bei etwa 50–52%, weil das Holz eben sehr gut Feuchtigkeit aufnehmen kann und dann, wenn die Luft wieder trocken ist, langsam an den Raum abgibt. Hier haben wir jetzt aus Sichtschutzgründen die hohe Brüstung von 1,40 Meter, wieder diese beiden quadratischen Fenster, 50×50 Glasscheibe. An der Stelle ist ein etwas tieferes Fenster, damit hier Licht reinkommt. Das ist gleich mit so einem Riffelglas gemacht. Das ist etwas schöner oder haltbarer als ein Plissé, und es ist tatsächlich die mittlere Scheibe, die so geriffelt ist. Das heißt, da verfängt sich auch kein Dreck drin, das bleibt immer so. Hier haben wir jetzt eine 40 cm Brüstung. Der Bauherr sagt, das findet er eigentlich schöner, vor allem von außen, und man hat hier innen den Vorteil, dass auch die Fußleiste durchlaufen kann. Ansonsten hat man ja immer diese Nische, dann läuft die Fußleiste da, dann läuft die da rein, dann ist sie wieder irgendwo angemackelt, abgeschnitten, ist einfach so schöner. Und hier unten sitzt noch eine Steckdose, da hat er dran gedacht, wenn dann hier mal Deko aufgestellt werden soll, die noch leuchtet, oder auch um da noch so ein Nachtlicht reinzumachen mit Bewegungsmelder, wenn man nachts zur Toilette geht.
Hier ist tatsächlich das Parkett und nur im Nass- und Spritzbereich der Dusche ist eine Fliese, Feinsteinzeug, 60 mal 1,20. Auf dem Boden so ein bisschen in Betonoptik. An der Wand haben wir so ein bisschen die Schalungsoptik, also Betonschalung. Das ist praktisch der gleiche Farbton, aber eine andere Fliese. Das WC hier über Eck ist irgendwie ganz schön. Da kann hier die Vorwandinstallation verschwinden und deshalb haben wir jetzt hier auch eine Dusche, die Glastüren hat. Und zwar welche, die man in beide Richtungen schwenken kann, dass man eben, wenn man mal später irgendwie Hilfe hier drin braucht, diese Tür auch nach außen wegklappen kann. Die Dusche ist genau etwa 1,20 mal 1,20, sodass die Fliese da ungeschnitten reinpasst und die Fuge eben hier vorne auch genau auf der Kante verläuft. Dann wollte man bewusst auch keine Nische haben, wo man Duschzeug abstellen kann. Sagte der Bauherr, da läuft immer das Wasser rein, dann ist das da irgendwie eine Fläche, die man putzen muss und hinten eine Fuge drin, die irgendwie gammelig wird. Er nimmt seine Sachen da immer mit rein und raus und ist ein interessantes Argument, so auch noch nicht gehört, aber kann natürlich, wenn man zu zweit lebt und nicht viel braucht, auch funktionieren. Die Tür hat auch den Vorteil, dass wenn man duscht, der warme Wasserdampf etwas mehr hier drin bleibt. Wenn das jetzt ganz offen gewesen wäre, wird es erstens nach dem Duschen kalt und zweitens spritzt es dann natürlich auch. Da bräuchtet ihr mindestens 1,40, dann hätte die Planung mit dem WC an der Stelle nicht funktioniert. Diese Wand hat übrigens obendrauf noch mal eine Fliese, was ich ganz praktisch finde, weil dann kann man sie tatsächlich auch abwischen, wenn das obendrauf so eine Malerflies gestrichen Oberfläche ist und mit Feuchtigkeit setzt sich da der Dreck rein, das kriegt man nie wieder weg. Und hier haben wir dann an der Wand die gleiche Fliese und auch eine sehr, sehr schöne Lösung, wie ich finde, an der Ecke. Da ist jetzt also kein Gärungsschnitt der Fliese, es ist aber auch nicht so eine hässliche, dicke Fliesenkante, sondern es ist der sogenannte Jolly-Schliff, hat der Fliesenleger eben gemacht. Da wird die Fliese also wirklich so ein bisschen angeschliffen an den Ecken, wird dann genau eingepasst, mit Kunstharz ein bisschen verfugt und auch nochmal geschliffen, sodass das hier wie so ein massiver Block aussieht. Und das finde ich total schön. Wir haben hier rechts und links 2 Steckdosen, alles richtig gemacht. Ich persönlich würde mir wünschen, dass der Spiegel ein bisschen breiter ist, weil wenn man Menschen im Haushalt hat, die sich auch mal schminken wollen, also so ist es irgendwie schwierig. Und wenn der Spiegel jetzt weiterläuft, kann ich mich da eben auch mal nah dran stellen. Richtig ist auf jeden Fall schon, dass da Licht ist. Dann haben wir hier noch eine große freistehende Wanne. Das war Wunsch der Bauherrin, ist natürlich sehr schön vor dieser hohen Brüstung, guckt da auch niemand rein. Die wird tatsächlich auch benutzt und obwohl man hier schon seit 3 Jahren lebt, gibt es noch keinen einzigen Fleck auf dem Parkett. Das muss man natürlich wissen, ob man Parkett im Bad möchte. Man muss Flecken sofort wegwischen, sonst wird der Boden mit der Zeit ein bisschen fleckig. Das Holz kann das abhaben, das ist nur eine optische Frage. Aber wenn man da sehr konsequent mit umgeht, ist es auch offenbar überhaupt kein Problem. Jetzt haben wir alle Räume in diesem Bungalow gesehen. Wenn ihr euch die Grundrisse nochmal anschauen wollt, habe ich euch wie immer unten in die Videobeschreibung einen Link in unsere Hausdatenbank gesetzt. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.